Hallo zusammen, wir machen heute wieder so ein leuchtendes Brett, das auf Berührung reagiert. Es gibt etliche Verbesserungen, die ich gerne zeigen möchte, deswegen das neue Video. Und so sieht das Ganze von hinten aus. Durch die Plexiglasplatte kann man die ganze Elektronik sehen. Geladen wird die Powerbank induktiv über eine Spule. Wir starten mit dem Rohmaterial, 26 mm starkes Eichebrett. Und das ist der erste Fräser, ein 6 mm speziell für Holz. Mit dem Laser wird XY definiert und mit dem Sensor die Z-Höhe. Und dann kann es auch schon losgehen. Wir starten mit der Außenkontur. Nachdem das getan wurde, geht es auch schon weiter mit den Waben. Die Oberseite ist fertig und nun wird alles sauber gemacht, inklusive der Kamera, die ganz schön was abbekommen hat. Es folgt die erste Epoxy-Schicht. Ich verwende gerne das B20 von Depon, manchmal auch das von Epodex. Das ist aber keine Werbung und ich werde auch nicht gesponsert. Und so sieht das Ganze aus. Ein paar Blasen sind gar nicht schlimm, weil es die erste Grundschicht ist. Das lässt man einfach reinlaufen und ganz wichtig, mit einem Pinsel werden die Wände versiegelt, damit das farbige Epoxy später nicht in die Holzfasern zieht. Die erste Grundschicht konnte über Nacht trocknen und nun folgt die farbige Deckschicht. Die Farbe ist von Epodex und ich muss sagen, ein paar Tropfen von der weißen Farbe reichen völlig aus, um diesen semi-transparenten Look zu erzeugen. So sieht das Ganze aus und nun kann das auch in die Waben. Beim Gießen versuche ich immer etwas über den Waben zu sein, einfach damit ich später nicht so viel abplanen muss. Das Brett konnte 2 Tage aushärten und nun wird das Ganze geplant. Natürlich mit dem Planfräser. Ich muss dazu sagen, dass ich das Ganze nicht automatisiert mache, also mit keinem Programm, sondern mit dem Handrad. Ich taste mich einfach in Z so lange nach unten, bis mir die Höhe gefällt und dann fahre ich das Ganze mit dem Handrad ab. Das Brett ist von oben geplant und sieht jetzt so aus. Mit dem Kantenfräser habe ich noch eine hübsche Phase gemacht. Es kommt derselbe 6 mm Fräser von vorhin zum Einsatz. Wenn es ganz genau werden soll, benutze ich ganz gern die Ankratzmethode. Dazu drehe ich einfach die Spindel und fahre so lange gegen das Werkstück, bis sich die Spindel aufhört zu drehen. Diese Methode ist sehr genau, wie wir später feststellen werden. Als erstes folgt eine Tasche für das spätere Plexiglas und natürlich die Aussparung für die Powerbank.
Kommen wir zu den Waben auf der Unterseite. Man kann einen ganz leichten Holzoffset auf dem Epoxy sehen. Und man sieht schon, wie symmetrisch das Ganze ist. Das zeigt, wie genau X und Y angetastet wurde. Ich will das Video nicht unnötig in die Länge ziehen, deswegen geben wir jetzt ein bisschen Gas. Die Waben sind fertig und nun folgt noch der kleine Steg für die Verbindungsbrücken zwischen den Modulen. Und natürlich noch die Borsungen für die Einschraubmuttern und die Schrauben von den Füßen im späteren Plexiglas. Das nächste Werkzeug, ein 4 mm Fräser speziell für Holz. Mit diesem Werkzeug wird ein kleiner Ring eingefräst, wo später die Antenne eingesetzt wird. Das erleichtert die Montage und die Antenne wird dadurch empfindlicher. Und zu guter Letzt wird noch die Versionsnummer eingefräst, damit ich einfach weiß, um was für einen Stand es sich hier handelt. Hier kann man sehen, wie der Fräser scheinbar in der Luft irgendwas macht. Das habe ich mit Absicht so gemacht. Ich fahre nämlich meinen Laser-Offset an und kann so gleich die Position von dem späteren Taster markieren. Nun wird alles wieder sauber gemacht und mit einer Nylonbürste werden so ganz leichte Späne vom Epoxy und dem Holz noch entfernt. Und mit einem Schleifpapier die scharfe Kante etwas entschärft. Kommen wir zur Nacharbeit. Zuerst wird das Brett mit einem 80er Blatt grob angeschliffen. Nachdem das getan wurde, wird ein Lappen richtig nass gemacht. Beim Ausdrücken kann man schon sehen, wie nass es ist. Damit wird das Brett richtig durchnässt, damit sich die einzelnen Holzfasern aufstellen. Solange das Brett trocknet, können wir schon mal das Loch für den späteren Taster bohren. Wir müssen auf 12 mm kommen.
Ich mache das in ein paar Stufen. Ich meine, der erste Browser ist ein 4er, dann 6, 9 und dann zum Schluss 12. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber spielt auch keine Rolle. Und zum Schluss noch mit einem Senker eine ganz leichte Phase gemacht. Kommen wir zu den Einschraubmuttern. So sehen die Stücke aus. Beim Einschrauben sollte man darauf achten, das Ganze möglichst gerade zu machen. Das Blatt ist jetzt trocken und bekommt jetzt mit einem 420er Blatt den Feinschliff. Nach dem Schliff ist es wirklich super glatt. Kommen wir zur Gravur. Hier muss ich mit solchen Spannplatzen arbeiten, wegen der Tasche von unten. Als nächstes folgt die Folie, durch die wir durchfräsen werden. Ich verwende ganz gern die Osa-Mask-Folien, die eignen sich hervorragend. Und das ist der Gravierstichel mit einer Steigung von 60 Grad. Die Gravur ist fertig und so sieht das Ganze aus. Mit einer kleinen Nylonbürste mit wirklich sehr weichen Borsten wird das Ganze noch ganz vorsichtig geputzt. Als nächstes wird die Gravur bzw. die Wände mit Klarlack versiegelt, damit die schwarze Farbe nicht in die Holzfasern zieht. Und natürlich folgt jetzt die schwarze Farbe. Zum Glück muss man sich hier keine große Mühe geben. Die Folie wird später abgezogen und dadurch entstehen diese scharfen Kanten. Das Ganze konnte jetzt noch 5 Minuten trocknen und jetzt wird die Folie abgezogen. Man sollte damit nicht zu lange warten, sonst zieht der Klebstoff in das Holz und das wird man später sehen. Mit einem sehr spitzen Messer wird noch die restliche Folie entfernt. Die Gravur ist gestochen scharf, also ich bin sehr zufrieden und das ist wirklich gut geworden. Wir kommen dem Ende immer näher. Mit einem lebensmittelechten Öl, ich benutze ganz gern das von Helia Care, wird das Ganze noch versiegelt. Schaut mal, wie das Ganze glänzt. Also ich bin wirklich super zufrieden mit dem Ergebnis. Es ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Kommen wir zu dem Plexiglas auf der Rückseite. Natürlich muss das Ganze wieder gespannt und angetastet werden. Zum Einsatz kommt ein 6 mm Einschneider mit einer Geometrie, die den Spanabwurf nach unten drückt, nicht nach oben. Wir starten mit der Außenkontur und machen dann weiter mit der Aussparung für die Powerbank.
Ein kleines Namenslogo darf natürlich auch nicht fehlen. Die CNC hat die Löcher nicht ganz durchgebohrt. Das habe ich von Hand gemacht und so sieht das Ganze fertig aus. Kommen wir zur Elektronik. Also ich muss sagen, die Gravur, die ist echt gut geworden. Ich habe da so ein paar Bedenken gehabt, aber vom Ergebnis bin ich echt beeindruckt. Okay, wir haben hier natürlich die Spule zum Laden, die Powerbank selbst. Dann noch so 2 Widerstände, aber auf die komme ich später. Und die Verbindungsbrücken zwischen den Modulen. Dann haben wir hier natürlich noch die Elektronikmodule. Und natürlich noch die LED mit der Antenne. Und natürlich noch ein leuchtender Schalter. Wir packen die Powerbank aus und holen uns das USB-Kabel. Dann wird das Ganze, wie hier zu sehen, abgemantelt. Die weiß-grüne Leitung wird nicht benötigt, deswegen kann sie abgeschnitten werden. Als nächstes nehmen wir noch diese Brücken und entfernen die rote Leitung. Nur bei einer Verbindungsbrücke, nämlich bei der ersten, muss der Stecker entfernt werden. Jetzt werden die Leitungen an den Schalter angelötet. Zuerst wollte ich zeigen, wie das Ganze gemacht wird, aber ich glaube, auf diesem Bild kann man es besser sehen. Wir müssen es so anlöten, wie es auf der linken Hälfte ist. Wir lassen die Heißklebepistole schon mal warm werden und können uns den Modulen widmen. An der Stelle würde ich empfehlen, einfach mal den Taster zu überprüfen, ob das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Wir verbinden alles, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Betätigen den Taster und schauen, ob auch die Antenne so reagiert, wie wir uns das vorstellen. Man kann sehen, auch der Schalter leuchtet korrekt, also haben wir alles richtig gemacht. Als nächstes, wie im Video zu sehen, muss die Antenne um diesen Ring gebogen werden und in diese Tasche versenkt werden. Es muss nicht perfekt am Ring anliegen, aber wichtig ist, dass es unten am Boden schön anliegt. Wenn man nicht so lange warten möchte, kann man mit so einem Kältespray etwas nachhelfen. Wie gesagt, ist es hier ganz wichtig, dass die Antenne nach unten gedrückt wird. Nachdem das gemacht wurde, kann mit doppelseitigem Klebeband die LED montiert werden. Wir verbinden die LED mit dem Modul und können das Ganze schon mal einsetzen. Und weil es so schön war, machen wir es gleich nochmal.
Im Innenring gibt es genug Platz, um die Leitungen schön verlegen zu können. Als nächstes folgt die Verbindungsbrücke. Wir verlegen das Ganze so, dass die Mittellinie von der Verbindungsbrücke über der Kabelaussparung liegt. Hier ist wirklich nicht viel Platz und es darf auf keinen Fall überstehen. Deswegen drücke ich das Ganze mit einer Feile nochmal schön runter. Abschließend werden die Leitungen irgendwie in diesem Innenring verlegt und mit Heißkleber fixiert. Der Taster darf natürlich auch nicht fehlen. Zwei Module sind fertig und nun wollen wir das Ganze noch testen. Das doppelseitige Klebeband der LEDs ist leider nicht ganz ausreichend, deswegen muss auch die LED noch zusätzlich mit Heißkleber fixiert werden. Die Elektronik ist fertig. Leichte Überstände vom Heißkleber können mit so einer Feile oder mit einem sehr scharfen Messer einfach entfernt werden. Kommen wir zu dem zuvor angesprochenen Widerstand. Es ist leider so, dass die Module so wenig Strom verbrauchen, dass die Powerbank ausgeht. Deswegen müssen wir eine künstliche Last hinzufügen, nämlich diesen Widerstand. Dieser Widerstand wird einfach an die Pins der Betriebsspannung gelötet. Der Widerstand wird nicht warm, ihr braucht euch überhaupt keine Sorgen zu machen. Die Powerbank bekommt jetzt noch ihre Induktionsspule. Das Ganze wird einfach so angeschlossen und mit etwas Klebeband fixiert. Tatsächlich liegt die Powerbank einfach nur lose drin. Wer möchte, kann das Ganze noch mit Heißkleber fixieren. Kommen wir zum Finale-Test. Man kann so reingreifen und sich das Ganze nochmal anschauen. Also ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das Gelb in dem Holz so gut aussehen wird. Ich bin wirklich begeistert. Wie bereits erwähnt, habe ich in die Plexiglasplatte von Hand die Löcher durchgebohrt und gesenkt. 3 der 4 Füße sind schon montiert und zusammen wollen wir den 4. Fuß montieren. Dazu wird einfach die kleine Schraube durch den Fuß gesteckt, eine kleine Unterlegscheibe drunter und zum Schluss die selbstsichernde Mutter drauf. Das Ganze leicht anziehen und damit ist es schon erledigt. Die Plexiglasplatte selbst wird von 6 M6 Senkkopfschrauben gehalten.
Hier ist es völlig ausreichend, die lange Seite vom Imbusschlüssel zu nutzen. So sieht es fertig aus. Und ich muss wirklich sagen, wow. Mit dem Ergebnis habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich hätte nicht gedacht, dass das Gelb in dem Holz so gut aussehen wird. Aber es sieht fantastisch aus. Weil ich auch immer auf die Kosten angesprochen werde, möchte ich auch das hier sehr transparent halten und euch zeigen, was da für Kosten auf euch zukommen. Also zum einen haben wir hier das Holz, das ist eine riesige Platte. Natürlich brauchen wir die nicht komplett. Dann kommen wir auf 16 Euro für das Holz. Für das Epoxy braucht man so etwa 700 bis 750 Milliliter. Das sind runde 10 Euro. Für das Plexiglas 8. Und falls man nicht so einen Wireless Charger hat, ich verwende ganz gern den hier, der ist flach und scheint sehr stark zu sein. Kommen nochmal 15 Euro dazu. Dann haben wir hier die Powerbank mit 12,99 €. Die LED-Module, das kommen auch etwa 12 Euro. 7 Euro die Spule, die Induktionsspule zum Laden. Der Schalter, Versand vom Schalter, die Widerstände. Dann die Gummifüße, die Einschraubmuttern und pauschal 5 Euro für alle Schrauben, Muttern und die Scheibe. Da kommt man auf 90, 100 Euro in Summe. Das ist schon ein stolzer Preis, wenn man überlegt, das ist ein reiner Materialpreis. Würde man das Blatt verkaufen mit Arbeit, wäre man wahrscheinlich so irgendwo bei 300, 350 oder so. Ganz klar eine stolze Summe. Das muss jeder für sich wissen, ob er das ausgeben möchte. Aber ich glaube, das Ergebnis sieht ja super aus. Ja, und für alle, die das nachbauen möchten und mich vielleicht auch etwas unterstützen möchten, habe ich etwas zusammengestellt. Nämlich ein Paket mit allen Teilen, die man benötigt. Dabei die Powerbank, die Spule, durch die Elektronik, die Widerstände, einen Schalter, die Füße mit allen Schrauben und natürlich die Fusion-Datei. Mit allen Werkzeugen und alles, was man dafür benötigt. Was da nicht enthalten ist, sind natürlich die Rohmaterialien. Also einmal das Holz, das Plexiglas, das Epoxy und natürlich die CNC selbst. Und das Ganze biete ich für 55 Euro an. Bei Interesse könnt ihr mir einfach eine E-Mail schreiben an cncunikate@gmx.net. Und dann schicke ich das Ganze raus. Vielleicht inseriere ich es noch bei eBay, Etsy oder irgendwo, das weiß ich noch nicht. Aber in der Beschreibung werdet ihr alles Nötige dazu finden. Ich freue mich schon auf euer Feedback und bin schon sehr gespannt, wie das ankommen wird. Wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen inspirieren, das vielleicht nachzubauen. Und in diesem Sinne sage ich viel Spaß beim Nachbauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.